For English, satellite push, satellite button. Hallo liebe Reptil TV Gemeinde zur Folge 75 von Reptil TV. Mein Intro-Tierchen heute hier, dieses hübsche Bartagamen-Mädel. Bis vor wenigen Jahren war ja so dieses Sandfire Red das Maß aller Dinge. Mittlerweile gibt es Wahnsinnsfarben. Das hier nennt sich Blatt oder in dem Fall Hypoblatt. Super schön rote Tiere. Echt wahnsinnig hübsch, die ist sogar noch ein wenig in der Häutung, also hier die Farbe verblasst durch die Häutung, aber man sieht es hier, Kopf, Beinchen, super schönes rotes Tier, wollte ich euch einfach zeigen bei der Gelegenheit. Ist allerdings nicht das Thema der Folge. Das Thema der Folge heute ist eine Do-it-yourself-Folge. Thema ist Terrarienbau. Bevor ihr anfangt, hier das Terrarium zusammen zu nageln, ganz logisch, ihr müsst wissen, was ins Terrarium reinkommt. Schlange, Echse, Schildkröte, Baumbewohner, Bodenbewohner. Wird die sehr groß, bleibt die klein? Ist ja logisch, muss man sich Gedanken machen. Wie groß das Terrarium letztendlich sein muss, dazu gibt es die Haltungsrichtlinien, die uns mehr oder weniger der Staat auch vorschreibt, das Bundesamt. Da gibt es Haltungsrichtlinien, die könnt ihr auf exopedia.de abrufen oder auch bei uns auf ms-reptilien.de steht es drin, Menüpunkt Haltungsrichtlinie, da steht genau drin, so und so viel mal die Körperlänge für das und das Tier. Ne? Also schaut da rein, dann wisst ihr die Endgröße vom Terrarium, das ihr haben müsst. Dann unter Umständen noch die Frage, ob ihr das Baby erst in einem kleineren oder das Jungtier in einem kleineren Terrarium haltet und später auf ein größeres umsteigt. Toll ist natürlich, wenn man ein Tier schon hat, das in die Endgröße rein kann, dann braucht ihr keine 2 Terrarien kaufen, könnt ihr direkt mit der Endgröße vom Terrarium einsteigen. Das sind so die Gedanken, die ihr euch vorweg machen müsst. Wenn ihr euch euer eigenes Terrarium bauen wollt, werdet ihr höchstwahrscheinlich ums Holz nicht drum rumkommen, also ein Glasterrarium sich selber bauen und zuschneiden für den Normalsterblichen viel zu schwierig. Deswegen hat sich das Holz oder eventuell irgendwelche Kunststoffplatten ganz gut bewährt. Da braucht ihr die verschiedenen Materialien dazu. Ne? Ihr braucht natürlich einen Kleber, ihr braucht Glasführungsprofile, Lochblech bzw. Lochblech. Alternativ gibt es ja so die Lüftungsgitter, ne, die man statt dem Lochblech nehmen kann. Ihr braucht natürlich trotzdem Glas für die Schiebescheiben und wie gesagt, ihr braucht entsprechend Holz oder einen anderen gut zu verarbeitenden Werkstoff, um die ganze Kiste zu bauen. All die Materialien könnt ihr zum Beispiel bei uns im Shop beziehen. Dann seid ihr voll ausgerüstet, außer dem Holz natürlich. Das Holz müsst ihr euch im Baumarkt oder sonst wo besorgen. Aber alles andere kriegt ihr zum Beispiel bei uns im Online-Shop und seid somit startklar für euer Terrarium. Wenn ihr die ganze Sache völlig individual wollt, also das heißt, wenn ihr eine bestimmte Größe braucht, ganz genau, dass es auf irgendeinen Tisch passt oder in irgendeine Ecke passt oder irgendwo hin passt, dann müsst ihr euch natürlich das Holz alles so zusägen lassen im Baumarkt, also einen schönen Plan machen, Holz zusägen lassen, dass alles genau passt. Wenn ihr aber ein bisschen flexibel seid, das heißt, ihr habt 1 Meter, 1,20 Meter Platz, dann gibt es diese ganz tollen, wirklich praktischen Bausätze. Die kosten letztendlich, würde ich behaupten, weniger, wie wenn ihr alles einzeln kauft. Da ist alles beieinander, kommt hier in so einem Karton zu euch nach Hause, packt er aus und könnt euer Terrarium aufbauen. In dem Fall machen wir diese Variante, dann ist alles schön zugesägt. Da passt alles, alles ist schön vorgebohrt und anhand dessen kann ich euch zeigen, wie es funktioniert. Das Ganze sind so sogenannte OSB-Platten, das sind Feuchtraumplatten, ne, die ihr verwenden könnt, ohne dass sie euch direkt wegschimmeln oder weggammeln. Kommen aber auch später nochmal drauf mit den OSB-Platten. Das packt ihr aus. Da habt ihr dann hier eine schöne Bauanleitung drin. Ihr habt hier die Lüftungsgitter drin. Ihr habt die Schrauben mit drin und wenn ihr das alles schön ausgepackt, oder wenn wir das schön ausgepackt haben, dann können wir hier gleich loslegen.
Und das Ganze fangen wir jetzt natürlich mit der Bodenplatte dann an. Die Anleitung ist recht easy, die ist dabei. Als alte IKEA-Freaks schafft er das sogar ohne. Wir fangen mit den Seitenteilen an. Am leichtesten, wenn man sich das dann so hochkant hinlegt. So rum. Wichtig noch, hier sind ja die Bohrungen drin für die Lüftungen. Es muss einmal oben, einmal unten sein. Jetzt auf der Seite machen wir es oben. Dann müssen wir bei der anderen Seite schauen, dass diese Löcher eben unten sind. Machen jetzt die Seite, dann den Deckel und dann schrauben wir Rückwand und Frontblende drauf. Ja, jetzt haben wir soweit die Seitenwände, den Deckel. Die Löcher sind vorgebohrt. Dadurch geht es wirklich easy und fix. Gucken, dass die Kanten schön bündig sind natürlich. Wenn es ein bisschen übersteht, lieber nochmal raus, nochmal rein. Und dann kommt jetzt Rückwand und ganz zum Schluss kommt dann die Front dran. So, ich bin jetzt ein bisschen außer Atem, aber nur ein bisschen. Das war es schon gewesen. Wir haben letztendlich, ging jetzt eine Viertelstunde, das so zusammenzuschrauben. Ein wichtiger Punkt noch, dass man vorne die Blenden, das sind kürzere Schrauben dabei, ne, dass man hier vorne die kürzeren verwendet. Also überall sind die langen, vorne für die Blenden die kürzeren. Jetzt bei dem Bausatz hier, da ein wenig drauf achten. Dann noch zum Schluss hier diese Lüftungen reindrücken. Das Ganze natürlich von innen nach außen. Nochmal ein Tipp mit den Lüftungsgittern, beziehungsweise zwei Sachen zu den Lüftungsgittern. Zum einen, ihr könnt sie schon vorab reinmachen, nicht wie ich jetzt am Schluss, dann habt ihr dieses blöde Gefummel und Geklopfe am Schluss nicht, sondern liegt es schön da. Könnt ihr schön die Lüftungen reinmachen und es dann verschrauben. Dann natürlich aufpassen, wie gesagt, die Lüftungen von innen nach außen, ne, andersrum. Also so seid ihr sicher, dass wenn die Tiere dagegen drücken, dass die Lüftungen nicht rausfallen, wenn das Tier jetzt extrem drückt und die Schlange oder was auch immer da drin ist, abhauen kann. Ne? Deswegen immer von innen nach außen, seid ihr sicher. Ich persönlich fände es noch besser, wenn die Lüftungen nicht auf zwei Seiten sind, wie es jetzt ist. So produzieren wir gleich einen Durchzug in das Terrarium. Am optimalsten wäre, wenn die Lüftungen auf einer Seite wären, rechts oder links. Dann habt ihr dieses Umluftprinzip. Ne? Die Luft im Terrarium erhitzt sich ja durch die Wärme, steigt auf, geht oben raus, also wird sozusagen oben entlüftet und unten zieht die frische Luft nach. Ja? Wenn man beides auf einer Seite hat, hat man da so einen permanenten Luftaustausch. Ne? Müsst ihr euch so vorstellen wie so ein kleiner Luftwirbel und man hat nicht dieses Durchzugprinzip. Der Terrarienhersteller, den werden wir darauf hinweisen, beziehungsweise da arbeiten wir dran, dass in Zukunft die vielleicht kommen mit einer oder mit der Lüftung auf einer Seite, was das Optimale wäre. Auch wenn ihr selber euer Terrarium baut, macht nicht gegenüber einen Durchzug, sondern macht es auf einer Seite, weil dann habt ihr wirklich das perfekte Klima da drin, wie es sein soll. Ein ganz wichtiger Punkt noch, der ich immer wieder gefragt werde von euch. Ich glaube, viele haben das Bedürfnis, diese Holzterrarien irgendwie zu versiegeln oder wasserdicht oder weiß der Herrgott was zu machen. Das sind Feuchtraumplatten, die halten eine gewisse Menge an Feuchtigkeit aus. Das ist okay so, wie es ist. Wenn ihr das jetzt völlig versiegeln würdet, müsst ihr ja relativ
giftige Dinge dazu verwenden, irgendwelches Epoxidharz oder weiß der Herrgott was. Das Zeug ist recht giftig, schon allein deswegen bin ich kein Wahnsinnsfreund davon. Zum anderen behaupte ich, dass selbst wenn ihr das macht, früher oder später Feuchtigkeit in das Holz eindringt und es trotzdem vielleicht 1, 2 Jahre später gammelt oder kaputt ist, aber es wird trotzdem passieren. Mein Tipp oder mein Rat immer, lasst es so wie es ist. So hält das Terrarium wirklich jahrelang für ein normales Standard-Terrarium. Das heißt für irgendwelche Kornader, Königspython, Bardergamen, sonstiges, wo keine Staunässe haben. Ihr dürft natürlich nicht in das Terrarium meinetwegen den Boden mit Moos bedecken, direkt auf das Holz. Wenn ihr da Staunässe habt, dann gammelt das Holz natürlich in relativ kurzer Zeit. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr irgendwelche Kunststoffwannen reinstellen, wo es in die Kunststoffwanne reinmacht. Aber schon für den Standardgebrauch, so wie es ist das gut. Noch ein zweites Detail, wenn ihr euch so ein Terrarium selber baut, also hier sind die Schiebescheiben, sind ja jetzt schon hier drin, baut ihr euch euer individuelles Terrarium, würde ich nicht versuchen, gleich von Anfang an die Glasscheiben rein zu planen und dann ganz genau auf den Millimeter genau zu bauen, weil es muss dann auf den Millimeter passen. Ich würde das Holzterrarium bauen und dann am Schluss hingehen und die Glasscheiben ausmessen. Die werden ja so eingehängt in die Glasführungsprofile. Also ihr fahrt von unten ins Profil rein, messt hier genau die lichte Weite, in dem Fall 33,1 Grad, messt beide Seiten aus und bestellt dann so eure Glasscheiben erst, wenn das Ding zusammengebaut ist. Sollten wir uns für eine Schlange entschieden haben, habe ich euch jetzt hier mal also wir verkaufen das so als Set, aber ich habe euch das mal so aufgebaut, was man braucht für so ein Schlangenterrarium. Fangen wir einfach ganz drüben an. Das Bodensubstrat, in dem Fall so ein Holzbodensubstrat, was sich gut bewährt hat für die Schlangen. Bisschen eine Wurzel, wo die Schlange zum einen sich häuten kann oder wenn klettern kann und zum anderen sieht es schön aus. Ganz wichtiger Punkt, diese Schlupfboxen, wo man das feuchte Moos reinmacht, wo die Schlange sich drin verkriechen kann, Feuchtigkeit aufnehmen kann über das Moos und sich somit gut häutet. Das Gute ist auch, die Sache ist in sich abgeschlossen. Wie gesagt, da habt ihr die Feuchtigkeit hier drin, die läuft nicht im Terrarium in den Boden rein oder läuft im Terrarium die Feuchtigkeit weg, sondern es ist in sich abgeschlossen und somit wird das Terrarium dann auch ein wenig geschont. Dann hier eine ganz normale Wasserschale, gibt es verschiedene Farben, Formen, egal was euch gut gefällt. Bisschen Grünzeug hier einfach als Deko kann man ein bisschen mit reinmachen, sieht einfach schöner aus. Der Schlange wird es egal sein, aber es ist eine reine optische Geschichte. Dann kommen wir zu den wichtigen Dingen. Zum einen hier die Lampe mit Keramikfassung und so ein hitzebeständiges Kabel. Ganz wichtig, dass das Kabel hitzebeständig ist, weil es schon mit der Zeit kaputt geht. Keramikfassung und hier einen Strahler. Der Strahler macht hell und macht zum anderen aber auch warm. Den schaltet ihr am Tag ca. 10 Stunden an. Somit habt ihr dann am Tag auch die Temperaturerhöhung, die ihr im Terrarium braucht. Das so reinmachen. Diese Fassungen, je nachdem, was ihr für Fassungen habt, die haben so einen Bügel dran, einfach mit einem Haken oben ins Terrarium hängen. Auf eine Seite vom Terrarium, ein bisschen so schräg ins Terrarium scheinen lassen. Dann ist das Terrarium schön ausgeleuchtet. Für die Heizung an sich sind solche Elstein-Keramikstrahler optimal. Wird in der Terraristik seit 25 Jahren verwendet. Ist so ein reiner Wärmestrahler. Wird sehr heiß, deswegen muss der in so einen Schutzkorb hier rein. Der Schutzkorb wird im Terrarium, man schraubt den Ring an die Decke, den Schutzkorb, der wird da so eingehängt, das ist wie so ein Bajonettverschluss, wird der reingedreht und hier rein kommt dieser Keramikstrahler. Damit stellen wir insgesamt die Temperatur im Terrarium sicher. Also das ist das Hauptheizelement, was mehr oder weniger Tag und Nacht anbleibt. Und dieser Lichtstrahler, der ebenfalls Wärme abgibt, den schaltet ihr am Tag dazu und habt somit die Tag-Nacht-Absenkung. Die Temperatur überprüft ihr natürlich mit so einem Thermohygrometer. Am Anfang auch nicht fest einbauen. Hier ist ja so ein Fühler dran. Da könnt ihr die verschiedenen Temperaturzonen messen. In dem Fall Königspython jetzt tags 30 Grad, nachts 26 Grad sollte so in der Luft vom Terrarium sein. Das ist so das normale Standardset. Wenn ihr es noch besonders gut machen wollt, holt euch noch so ein Thermostat.
Da könnt ihr diesen Wärmestrahler über den Thermostat regeln. Das ist noch besser, da schaltet er Tag- und Nachttemperatur. Im Thermostat tut er das einstellen und somit habt ihr eure Tag- und Nachtabsenkung, so wie es am optimalsten ist. Aber so ein Thermostat kostet rund 50 €. Wenn man das Set so nimmt, passt das auch. Je nach Budget braucht man den Thermostat nicht unbedingt, aber wenn ihr euch, sage ich mal, leisten könnt oder wollt, dann würde ich euch den dazu empfehlen. In dem Fall, wenn ihr mit so einem Thermostat arbeitet, könnt ihr auch ein bisschen einen stärkeren Wärmestrahler nehmen. Und statt diesem Basking-Spot, der ja auch Wärme abgibt, kann man dann auch so eine T5-Röhre zum Beispiel nehmen, die nur Licht macht, aber keine Wärme abgibt. Also Thermostat in Verbindung mit Wärmestrahler, nur für die Wärme und dann den Basking-Spot durch eine T5-Lampe ersetzen. Das war jetzt mal in ganz schnellen Zügen die Ausstattung für das Schlangenterrarium. Wir haben es schon mal in einer Folge besprochen, da haben wir ein Glasterrarium verwendet, da haben wir schon mal angesprochen, wie man das Glasterrarium einrichtet. Das ist relativ ähnlich, deswegen hier nur ganz schnell. Und jetzt kommen wir zum Echsenterrarium. Wir haben jetzt das Schlangenset gesehen, jetzt kommen wir hier zu den Echsen, beziehungsweise das geht jetzt so Richtung Bardergamen, was wir hier machen, beziehungsweise andere Wüstenbewohner oder wüstenbewohnende Echsen. Das ist ein Meter-Terrarium, reicht natürlich nicht für adulte Bardergamen, sondern allenfalls für Jungtieraufzucht oder vielleicht für die Zwergbardergamen, Henry Lawsoni, wobei selbst da ist es schon zu klein für adulte Tiere. Aber das soll jetzt ja auch einfach symbolisch für euch sein. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch natürlich auch mit 1,50 m oder noch mehr vorstellen. Gleiche Vorgehensweise. Wir fangen am einfachsten oder am besten oder sinnvollsten mit der Rückwand an. Diese Presskorkplatten haben sich da super bewährt. Kann man gut schneiden, schneidet man sich passend zu. Die isolieren gut im Terrarium drin, also die Wärme hält sich gut. Sie sehen recht gut aus. Die Tiere können dran klettern. Das schneiden wir uns jetzt hier passend zu. Also hier beim Terrarium, wenn wir die Seitenwände abziehen, sind wir irgendwo bei 98 cm. Und diese überschüssigen 2 cm, die müssen wir jetzt hier abschneiden bei dem Presskork. Einfach so mit dem Teppichmesser und irgendein Lineal oder irgendwas oder eine Holzleiste als Anschlag nehmen. So, gibt gleich ein wenig Sauerei, macht aber nichts. So, haben wir es zugeschnitten und dann kleben wir die Rückwand dann rein. Dazu ist der Terrafix, hat sich da super bewährt. Das ist halt so ein giftfreier Allround- oder Industriekleber für die Terra richtig gut. Ihr könnt auch Silikon verwenden, ihr könnt Fliesenkleber verwenden. Bei Silikon wirklich lang ausgasen lassen, stinkt ja unheimlich. Terrafix hat den Vorteil, ich klebe rein, eine Stunde später könnt ihr die Tiere reinsetzen, wenn ihr wollt. Fliesenkleber ist ähnlich, ist auch recht gut giftfrei, hält vielleicht nicht ganz so gut. Wir empfehlen einfach den Terrafix. Diese Lampenfassung müssen wir jetzt irgendwie ins Terrarium reinhängen. Kann man entweder hier so eben diese gebogenen oder diese Haken, ne, zum Einschrauben kann man nehmen. Wenn man es ganz einfach will, kann man so einen gebogenen Nagel nehmen, den wir ein wenig ins Holz reinhauen. Das werden wir jetzt gleich machen, weil es einfach am schnellsten geht. Aber wie gesagt, schon ist das Ganze als Schraublösung. Und dann muss natürlich auch das Kabel irgendwie innen rein. Dazu müssen wir ein kleines Loch hier reinbohren in das Terrarium und dann die Fassung von innen am Kabel anschließen. Bei der
Lampe wichtig, dass er die möglichst nicht direkt am Glas anfasst. Benutzt irgendwas, ein Papier, ein Lappen, irgendwas. Ich nehme jetzt hier das Papier von der Beschreibung, um vorne das Glas. Wenn man das jetzt mit fettigen Händen anfasst, dann gehen die Lampen recht schnell kaputt. So, Lämpchen an den vorbereiteten Haken. Dass die Lampe jetzt relativ zentral in dem Terrarium drin ist, ist für manche ein bisschen unschön, aber das ist klar, die ist das wichtigste Teil in dem Terrarium. Das gibt die Wärme, das gibt das Licht. Die muss einfach so drin sein. Man kann durch diese Aufhängung kann man es gleich steuern, dass die gleich oder wenn ich hier an dem Ding ziehe, kann ich sie gleich verstellen, so dass sie im Prinzip am besten so schräg ins Terrarium reinleuchtet. Also nicht nur auf den Punkt runterstrahlt, sondern einfach so schräg rüber leuchtet. Dann wären wir mit den technischen Mitteln soweit. Hier noch Thermohygrometer. Da tun wir auch, am Anfang machen wir das nicht fest, da tun wir den Fühler die ersten paar Tage an verschiedene Punkte legen, die Temperaturen durchmessen, unterm Strahler, unter der Lampe selber, jetzt bei Bardergamen 40, 45 Grad, gar kein Problem. Kälteste Ecke sollte vielleicht so 28 sein, dann ist das perfekt für die Bardergamen. Wenn wir das Ganze zum Beispiel für Leopardgeckos nehmen würden, dann natürlich eine viel, viel schwächere Lampe. Das Ganze ungefähr 10 Grad weniger, also kälteste Ecke 25, unter der Lampe vielleicht 30, 35 Grad. Betreffs Leopardgeckos ist es ja auch noch ein wenig strittig, brauchen die UV-Licht, brauchen keins. Ich bin der Meinung, wenn ich die Möglichkeit habe, UV-Licht reinzumachen, würde ich es reinmachen und dann ist das optimal so. Technisch sind wir soweit jetzt schon fertig. Das in Anführungsstrich Gute an so einem Bardergamen oder an so einem Wüstenterrarium, wir haben mit einer Lampe alles. Wir haben das UV-Licht, wir haben die Wärme, wir haben die Lichtintensität. Terrarium in der Größe, ich habe jetzt eine 100 Watt Lampe, das ist ein Meter Terrarium, ist in der Größe ist perfekt ausgeleuchtet, hat die optimale Temperatur, so wie wir es jetzt hier haben. Und hat, wie gesagt, auch das UV-Licht. Somit sind wir technisch fertig. Die Lampe lassen wir am Tag 10 Stunden an, nachts machen wir alles aus. Und wie gesagt, technisch sind wir dann schon perfekt. Jetzt mal die ganzen Deko-Sachen rein. Hier das Streu. Wir verwenden bei Bardergamen ganz gern das Holzstreu. Es gibt auch viele, die Sand verwenden. Kann man auch nehmen. Wie gesagt, wir verwenden das Holzstreu. Bisschen in unserem Set, so wie wir es haben, ist ein wenig eine Wurzel dabei, ein bisschen Kork dabei. Hier ein bisschen Grünzeug dabei, dass es schön aussieht. Wasserschale, Futterschale und ganz am Schluss noch Vitamine und so Fertigfutter. Viele Bardergamen gehen ganz gern ran, manche gehen auch nicht gern ran, ehrlich gesagt. Aber das ist so das Ganze, was das Set beinhaltet. Fangen wir an mit dem Einstreu. Das war die Sache dann schon. Jetzt im Schnelldurchgang ist natürlich relativ einfach jetzt mal eingerichtet, kann man noch viel schöner machen, die Rückwand kann man noch viel mehr ausdekorieren. Es gibt auch noch tolle Rückwände, die man mit zum Beispiel Styrodur machen kann. Styrodur, Reliefe ausschneiden, dran kleben, auch mit dem Terrabond oder mit Fliesenkleber. Das Ganze mit Fliesenkleber bestreichen, Sand drauf machen, hat man eine ganz tolle, schöne Rückwand. Übrigens die Folge mit dem Tobi Dold, die Indigo-Natter-Folge, da seht ihr richtig schön oder noch intensiver eingerichtete Terrarien. Da könnt ihr einen Blick drauf werfen. Das ist jetzt, wie gesagt, relativ einfach gehalten, aber zweckdienlich. Schalten wir die Sache mal ein. Wenn alles gut geht, müsste jetzt das Licht brennen. Jawohl, Lampe braucht ein bisschen, bis sie kommt. Kann man noch ein wenig schräger reinhängen, dass sie noch ein bisschen mehr so rüber scheint. Kann man hier am Kabel ein bisschen steuern oder mit dem Haken, dass sie so, wie gesagt, so ein wenig quer ins Terrarium scheint. Temperaturmäßig, wie gesagt, mein Erfahrungswert, 100er Lampe für dieses Terrarium, haben wir die perfekte Temperatur da drin.
Noch ein Tipp zur Wasserschale, beziehungsweise wenn ich sage, hier kann man schön einrichten. Wichtig, dass man die Wasserschale wirklich rausnehmen kann zum Reinigen. Manche Leute bauen da tolle Wasserbecken ein, die dann fest drin sind. Das Problem ist, die sind fest eingebaut, die kann man nie mehr richtig reinigen. Also so schön wie das ist, aber wichtig ist, dass man die Wasserschale rausnehmen kann, reinigen kann. Und hier noch ein kleiner Trick, den wir immer hier machen. Wir legen so einen Stein rein, weil wir füttern ja Heimchen, Heuschrecken und so weiter. Oft ersaufen die in der Wasserschale, weil sie sich nirgends festhalten können. Legt so einen Stein rein, dann können die Heimchen auf den Stein sitzen. Ersaufen sie dann nicht im Wasser, was ja Quatsch ist, wenn die Heimchen da drin ersaufen, anstatt von den Bardergamen gefressen zu werden. Und wie gesagt, zu guter Letzt noch bei uns im Set mit dabei, so Bardergamen Pellets, ne, die kann man zusätzlich füttern, sind eiweißreich, ersetzen theoretisch oder können einen Teil der Insekten ersetzen. Viele Bardergamen fressen es ganz gern, manche wollen auch gar nicht dran hin. Probiert es aus, wenn es klappt, ist gut. Und natürlich ganz wichtig auch die Vitamine und Mineralien, also gerade in Ergänzung des Complete mit Sepia-Schale oder des Nekton MSA oder von Heiler, das Multimineral optimal und unabdingbar bei den Echsen. Wenn das Terrarium so fertig ist, wenn möglich, jetzt nicht gleich hingehen, toll, Terrarium fertig, Bardergame rein, lasst es 1, 2, 3 Tage durchlaufen. Zum Beispiel auch wenn ihr Sand drin habt. Der Sand ist eisekalt, bis der sich richtig erwärmt, dauert erst mal eine Weile. Oder auch hier einfach mal durchmessen. Stimmen meine Temperaturen? Ist ja nicht immer genau diese Größe, diese Maße. Messt durch mit dem Thermometer, ob alles stimmt. Und wenn ihr nach 2, 3 Tagen der Meinung seid, jawohl, alles super, dann kann das Tier da rein. Noch ein Punkt zum Strom an sich. Viele Kunden, viele fragen, naja, was kostet das überhaupt Strom? Kann man einigermaßen einfach ausrechnen. Wir haben jetzt in dem Fall eine 100 Watt Lampe drin, die haben wir 10 Stunden laufen. Ganz einfache Rechnung, 10 Stunden mal 100 Watt ist eine Kilowattstunde. Kilowattstunde kostet im Moment so 20, 22 Cent. Das heißt, das Terrarium, so wie es ist, kostet am Tag 22 Cent an Strom. Habt ihr entsprechend höhere Lampe, kostet entsprechend mehr natürlich, aber so könnt ihr es einfach ausrechnen. Das war unsere Do-it-yourself-Folge. Noch 2 Dinge in eigener Sache. Zum einen haben wir wieder unsere Check My Balls T-Shirts in allen Größen. Die ganz großen waren ausgegangen, haben wir wieder da. Knapp 20 € könnt ihr es bei uns im Online-Shop beziehen, wenn ihr Interesse dran habt. Und zweitens, noch wichtiger, wir wollen dieses Jahr mal eine deutsche Feldherpetologie-Folge machen. Wir wollen unsere deutschen einheimischen Schlangen zeigen, Kreuzotter, Ringelnatter, womöglich Aspisviper, Schlingnatter. Wer von euch ein todsicheres Biotop weiß, wo er sagen kann, kommt mit mir, ich zeige sie euch, da finden wir sicher was an einem schönen Tag, meldet euch bitte bei uns. Natürlich verraten wir das Biotop nicht, wir werden es natürlich nicht weiter sagen, weil wir wollen nicht, dass die ganze Reptil-TV-Gemeinde dann da auf Schlangensuche geht. Aber wir wollen es filmen, wir wollen es zeigen, auch unsere einheimischen Tiere. Also wer uns helfen kann als guter Guide in Deutschland, bitte bei uns melden. Dann bis zur nächsten Folge. Wie immer am 1. kommt die neue Folge raus. Checkt meine Balls und bis zum nächsten 1. Mittags 15 Uhr Reptil-TV-Dreh. Die Frisur sitzt. Die Blenden schon mit drin, die Glasscheiben schon mit drin. Tollerweise sehe ich jetzt, dass dieses Scheißteil Frontlüftung ist und wir wollten Seitenlüftung. Gibt's ja nicht. Ich denke die ganze Zeit. Jetzt wird schwierig. Das Brett steht schwebend da. Ja, checkt meine Balls, am 1.4. sind wir wieder bei euch. Jetzt kommen meine Kinder, machen Krach. Schatzel, wir sind hier am Filmen.